Hallo zusammen! Heute zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr euer gewünschtes Textil, wie zum Beispiel ein Shirt, mit unserem DIY-Set bestickt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail oder eine DM per Instagram. Bevor wir starten, ein paar kurze Hinweise. In der YouTube-Beschreibung findet ihr Zeitmarker zu allen Schritten, falls ihr zu einem Schritt zurückkommen wollt. Leichte Stoffe funktionieren am besten, also zum Beispiel Baumwollshirts oder Jutebeutel. Da gleitet die Nadel einfach besser durch. Na dann, let's go! Kommen wir zu Schritt 1, Design aufkleben. Zieht die Folie von der Rückseite ab und klebt die Vorlage genau an die Stelle, wo euer Motiv später sitzen soll. Mittig, seitlich oder etwas höher. Das entscheidest du. Schritt 2 ist, den Stickrahmen zu befestigen. Er besteht aus 2 Teilen. Den inneren Holzrahmen legt ihr unter den Stoff, den äußeren Rahmen mit dem Metallverschluss obendrauf. Drückt den Rahmen herunter und dreht es fest, sodass der Stoff glatt gespannt ist. Wichtig ist, dass ihr nicht am Stoff zieht, sonst verzieht sich euer Motiv. Schritt 3, Faden vorbereiten. Nun fädeln wir den Faden auf die Nadel. Ein kleiner Tipp, befeuchtet das Fadenende mit ein bisschen Wasser und schneidet es schräg an. Dann lässt es sich leichter einfädeln. Eine Armlänge Faden reicht für den Anfang völlig aus, also schneidet euch etwas von dem Faden einfach ab. Am Ende des Fadens macht ihr 4 kleine Knoten, die einen großen bilden, damit der Faden nicht durch den Stoff rutscht. Jetzt kommen wir zu Schritt 4, Orientierung am Design. Schaut euch euer Motiv auf der Karte genau an. Die Richtung der Perlen ist hier entscheidend. Kreisförmige Motive bedeuten im Kreis sticken. Gerade Linien bedeuten gerade sticken. Und einzelne Punkte bedeuten einzeln Perlen setzen. Bei Schritt 5 lernen wir jetzt die Rückstichtechnik. Jetzt lernt ihr, wie ihr die Perlen an das Shirt sticken könnt. Diese Technik könnt ihr für das komplette Motiv nutzen. Sie hält die Perlen sehr stabil und hält auch beim Waschen. Im Grunde ist es egal, wo ihr anfangt. Für Tipps schaut einfach auf eurer Karte nochmal nach, wie ihr am besten das Motiv sticken könnt. Ihr fangt damit an, dass ihr von unten mit der Nadel durch den Stoff stecht. Dann fädelt ihr 4 Perlen auf. Ihr stecht oben wieder ein, wo die Perlen enden. Dann stecht ihr von unten in der Mitte der Perlenreihe wieder nach oben und bei insgesamt 4 Perlen zum Beispiel durch die letzten 2 Perlen wieder zurück. Ein paar Tipps für euer Motiv. Bei Kurven nehmt ihr lieber nur 2 Perlen, so bleibt es nämlich runder. Die langen Perlen werden immer einzeln gestickt. Wenn es längere Perlenstrecken gibt, könnt ihr auch 6 Perlen nacheinander auffädeln und durch die letzten 3 wieder zurückstechen. Wenn etwas nicht ganz gerade wird, könnt ihr am Ende nochmal komplett durchstechen, um die Linie zu begradigen. Schritt 6. Wenn der Faden ausgeht. Dann macht ihr hinten wieder, wie am Anfang, 4 kleine Knoten ganz nah am Stoff. Dafür macht ihr einfach einen gewöhnlichen Knoten und haltet euren Finger dahin, wo der Faden herauskommt. Ihr zieht den Knoten dann fest und wiederholt das Ganze insgesamt 4 Mal, damit sich ein größerer Knoten bildet. Und dann könnt ihr einfach mit neuem Faden weitersticken und bei Schritt 1 beginnen. Achtung, auf der Rückseite seht ihr eure Fäden. Achtet darauf, dass sie nicht zu lang sind, damit ihr nicht hängen bleibt. Macht lieber einen Knoten und fangt an einer neuen Stelle wieder an. Schritt 7, weitersticken. Jetzt könnt ihr ganz entspannt Schritt für Schritt weitermachen, bis euer Motiv fertig ist. Schritt 8, haltet euer besticktes Motiv unter lauwarmes Wasser. Die Folie löst sich mit sehr leichten Reiben dann von selbst ab. Dann lasst ihr euer Textil flach auf einem Handtuch trocknen und reibt es nicht zu stark gegeneinander. Und so kann dann das fertige Ergebnis aussehen. Perfekt, um euer Shirt oder eure Tasche aufzuhübschen. Ganz viel Spaß dabei. Eure Hannah und Nina vom Muse Duo.